Zum soll diese hier. Und jetzt wird's wild. Nur mit Abo. Sonst keiner. Es wird wilder. Oh, der riecht auch schlecht. Das macht keinen Sinn. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Bild ist Glaub keinen Kack. Bild hat es schon wieder gemacht. Bild hat Akkuschrauber getestet und zwar Akkuschrauber im Kompaktformat. Und der Test ist ein absoluter Fiebertraum. Die Ergebnisse sind unglaublich. Das müssen wir uns heute mal anschauen. Wisst ihr, unsere Videos folgen eigentlich einer klaren Struktur, aber heute weiß ich nicht so richtig, wie ich anfangen soll, weil hier ist alles durcheinander, alles kompletter Quatsch und das macht hier nichts von dem, macht überhaupt einen Sinn, was Bild hier getestet hat. Und deswegen müssen wir uns das auch anschauen, weil mir ist wichtig, dass ihr das richtige Werkzeug kauft. Ihr könnt kaufen, was immer ihr wollt, aber kauft es aus den richtigen Motiven und mit den richtigen Erkenntnissen oder aufgrund der richtigen Erkenntnisse. Denn das, was hier drin steht, wir gehen jetzt mal Punkt für Punkt durch, ist wirklich kompletter Quatsch. Das macht auch überhaupt gar keinen Sinn, denn Bild hat hier einen Akkuschrauber gewinnen lassen, der niemals hätte gewinnen dürfen. Und auch was hier mit dem noch alles passiert, werden wir gleich mal sehen, oder werdet ihr gleich mal sehen, denn wir haben es teilweise ja auch nachgetestet. Und mir ist es total wichtig, dass wir vernünftige Tests machen und dann kommt sowas raus bei Bild? Nee. Und deswegen, wir müssen unbedingt sprechen. Und ganz wichtig, in diesem Video geht es mir nicht darum, dass jetzt dieses Gerät gewinnt oder irgendwas gut oder schlecht ist oder hier ist ja auch Einhell mit dabei, sondern ich möchte, dass ihr versteht, wie ein vernünftiger Test aussieht und ihr versteht, wie manch andere testen. Und dann könnt ihr beim nächsten Mal einen Test auf irgendeiner Webseite, bei uns oder bei wem auch immer, vielleicht deutlich besser nochmal einsortieren. Lasst uns mal anschauen, welche Geräte haben wir denn hier. Wir haben hier von Metabo ein Gerät und zwar den PowerMax BS12. Wichtig, wir haben ein nicht brushless Gerät. Das ist ein sehr günstiges Gerät für 70 €. Dann haben wir, der ist übrigens auf Platz 1 rausgekommen. Das ist ganz wichtig. Wir haben jetzt auch hier die Platzierung. Platz 1. Platz 2 bei Bild ist Dewalt und zwar der DCD 701. Ein absolutes Top-Gerät, brushless, schon für 140 €. War auf Platz 2. Platz 3 Makita DF333 für 130 €. Dann haben wir Platz 4 Einhell TECD 12 Schräger 1 Li, dann haben wir den ganz bekannten Bosch GSR 12 V15 hier an der Stelle für 100 € und den ganz kleinen Easy Drill 12. Wichtig ist, dazwischen gibt es noch ein paar andere Geräte, ja, von Works und von Black & Decker und ein paar andere Sachen. Die hatten wir einfach nicht da, ist aber auch überhaupt nicht relevant für das, was wir heute hier besprechen. Denn wir gehen jetzt mal die Testergebnisse durch. Und jetzt wirst du sagen, oh, Sebastian, du hast völlig recht gehabt. Also, und zwar gehen wir jetzt mal durch. Wir haben ja jeweils hier unten stehen die Pros und unten dann die Kontras. Also was ist gut und was ist schlecht bei den einzelnen Geräten. Und da wirst du sehen, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Also, erst einmal haben wir, der erste Punkt ist die Akkulaufzeit. Bei der Akkulaufzeit wurden genau 2 Geräte hier, die wir haben, positiv bewertet. Metabo und Einhell. Das ist völliger Quatsch. Das ist wirklich vollkommener Quatsch, weil alle Geräte haben zwischen 1,5 und 2 Ampere-Stunden Energie gespeichert. Das sind ja alles 12-Volt-Geräte. Und da sage ich dir, hä? Also lange Akkulaufzeit? Bei welchen Schrauben? Was wird denn hier eigentlich getestet? Und mal ganz im Ernst, ob wir jetzt hier 200 Schrauben oder 300 Schrauben reinbekommen von diesen kleinen, ist aus meiner Sicht völlig irrelevant. Aber das ist noch das Kleinste. Es geht weiter. Jetzt wird es wild. Die präzise Drehzahlregulierung. Und da ist es so, dass Einhell keine präzise Drehzahlregulierung hat, wenn ich mir das angucke, und der Bosch Grün auch nicht. Die hatten alle eine präzise Drehzahlregulierung. Was ist eine präzise Drehzahlregulierung? Dass du hier schön das fein einstellen kannst. Jetzt frage ich dich und schreib mal gerne in die Kommentare, ist das jetzt überhaupt relevant? Was machst du mit dem Akkuschrauber? Entweder du hast den so oder du hast den so. So oder so. Wie oft machst du so? Das machst du doch nicht. Das ist doch wieder völliger Quatsch. Aber sei es drum, selbst wenn. Jetzt haben wir ja gesagt, der hier ist ganz schlecht. Der hat das ja nicht. Hä? Versteht ihr, was ich meine? Hä? Wo ist denn das hier nicht
nicht präzise. Ich kann es wunderbar einstellen und hier auch. Es geht bei allen gleich gut. Also es ist so, die präzise Drehzahlregulierung haben sie alle, obwohl die beiden es angeblich nicht haben sollen. Es wird wilder. Es wird viel wilder. LED-Beleuchtung haben alle. Stimmt, muss ich zustimmen. Haben sie. Solide Verarbeitung. Jetzt ist aber, was ist denn hier los? Solide Verarbeitung hat nur Metabo bekommen. Nur Metabo, sonst keiner. Was ist denn jetzt aber eine solide Verarbeitung? Was heißt denn das? Ist der hier, der ist jetzt nicht solide verarbeitet. Da ist irgendwas unsolide. Oder meinetwegen Bosch ist auch nicht solide. Was heißt denn das? Also, keine Ahnung. Ich habe hier ein Testgerät dabei. Metabo, solide. Solide. Okay, gucken wir mal. Makita. Auch solide. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich überhaupt nicht. Was soll denn das? Was ist denn hier nicht solide an diesen Geräten? Ja? Der Einhell ist genauso. Soll ich auf den Einhell raufhalten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kann ich machen. Aber da würde auch nichts anderes rauskommen. Die sind alle solide verarbeitet. Jetzt könnte man solide mit Qualität jetzt übereinnehmen. Also hat das Metabo eine bessere Qualität als die anderen? Oder wie muss ich das jetzt verstehen, Bild? Ich verstehe es nicht. Ich will nicht mehr. Jetzt kommt der Fiebertraum. Also wirklich, jetzt kommt Bullshit sein Vater. Denn wir haben geringes Gewicht. Und zwar nur bei Metabo haben wir das geringe Gewicht als einen großen Pluspunkt. Nur bei dem, alle anderen haben kein geringes Gewicht. Jetzt lasst uns mal über das Gewicht sprechen und wir haben es nachgemessen. Das Gewicht von Metabo sind genau 1,05 Kilo, also 1 Kilo 50 Gramm. Jetzt gucken wir mal. Wir haben hier 1 Kilo und 75 Gramm. Ja, 25 Gramm mehr. Okay, jetzt haben wir hier bei Makita ein Gewicht von 1 Kilo und 110 Gramm. Stimmt, ist mehr. Okay, gehen wir weiter. Einhell hat 1 Kilo und 120 Gramm. Also wir sind immer noch bei 75 Gramm, rund mehr. Gut, jetzt haben wir Bosch, haben wir 0,98 Kilo. Warte mal. Hat einer noch einen Akku draufgelegt oder was? Das heißt also, hier haben wir ja ein geringes Gewicht. Der wurde nicht bewertet für geringes Gewicht. Was soll denn das? Also natürlich nicht mit diesem Akku, weil im Lieferumfang war ein kleiner. Ja? Also ein kleiner Akku war hier mit dabei. Ich habe den jetzt hier nicht eingesetzt, nur aus einem Grund. Und zwar, damit er hier vernünftig steht. Ja? Da sind es ein paar Gramm mehr, aber ist irrelevant. Der wiegt weniger als der. Aber trotzdem hat der einen Punkt bekommen für geringes Gewicht, der nicht. Und dass der hier mit 0,95 Kilo leichter ist als der, das kann man selbst sehen. Und trotzdem hat der keinen Punkt bekommen für geringes Gewicht. Erklärt mir das. Wir gehen mal weiter. Wechselaufsatz. Hat auch der Metabo einen Punkt bekommen für das Thema Wechselaufsatz. Soll ich euch was sagen? Das stimmt. Aber würde ich nie bewerten, weil Wechselaufsatz heißt, man kann das hier vorne eigentlich abschrauben. Beim Test nach unserem Test war das nicht mehr möglich. Da kommen wir gleich dazu. Aber das hier funktioniert nicht mehr. Und zwar kann man das Baufutter abschrauben und kann das kleine hier ansetzen. Dann ist es ein bisschen kleiner und wir können hier das ein bisschen kompakter machen. Oder auch andere Aufsätze, so glaube ich. Nee, ich glaube, es gibt keine anderen Aufsätze, die man draufschrauben kann. So, aber wenn ich das bewerte, dann nehme ich doch bitte Geräte, die alle einen Wechselaufsatz haben. Ihr kennt doch unsere Videos, wir machen es ja ganz bewusst so, wir nehmen jetzt alle mit Wechselaufsatz, vergleichen die miteinander. Ja? Hier ist es so, das ist ein super Vorteil, der hat einen Wechselaufsatz, der nicht. Hä? Dann nimmt doch bitte hier auch den 12V15 FC mit Wechselaufsatz. Dann könnt ihr vielleicht sagen, der ist teurer, aber der hat auch einen Wechselaufsatz. Ja? Aber ihr nehmt den ohne. Verstehe ich nicht. Na, wir gucken mal weiter. Jetzt wird es ja richtig wild. Und zwar wir haben einen kräftigen Motor. Bei kräftigem Motor wurde der hier bewertet. Und dann lasst uns mal über das Thema Kraft sprechen. Wir haben hier 40 Newtonmeter, fast 60 Newtonmeter, also 57,5. Wir haben hier 30 Newtonmeter, 30 Newtonmeter, 30 Newtonmeter und 15 Newtonmeter. Also nochmal 30, 30, 30, 40, fast 60. So. Bewertet wurde der mit einem kräftigen Motor. Aber jetzt mal im Ernst, alle anderen sind jetzt angeblich gleich stark. Da musst du doch eigentlich sagen, kräftiger Motor, hier schwacher Motor. Vielleicht, aber steht hier schwacher Motor bei negativ? Nein, verstehe ich nicht. Okay, meinetwegen sagen wir hier kräftiger Motor, Vorteil.
Jetzt geht es weiter. Das nächste ist sehr kräftig. Verstehe ich nicht? Verstehe ich nicht? Verstehe ich nicht. Weil haben wir jetzt sehr kräftig wäre ja eigentlich vorkräftiger Motor. Das heißt, der hier wäre jetzt kräftiger als der. Oder der? Oder was jetzt kräftig? Was jetzt sehr kräftig? Ich verstehe es nicht. Und ganz ehrlich für euch, im Test ist es ganz klar so, dass der Dewald mit Abstand der stärkste ist. Das Ding ist ein Kraftmonster. Der ist wirklich stark. Wenn du ein kräftiges Gerät haben willst, ist der richtig gut. Aber die Geräte hier, also diese Range hier, die hat auch einen akzeptabel kräftigen Motor. Ja? Wir kommen nachher noch zum anderen Teil, aber das müssen wir später nochmal drüber reden. Aber kräftig, sehr kräftig, alle anderen nicht. Was soll das denn jetzt? Ja? Okay, jetzt wird es wieder cool. Und zwar, wir haben für Bosch einen weiteren Punkt. Und zwar ein kompaktes, robustes Kraftpaket als Pluspunkt. Ein kompaktes, robustes Kraftpaket. Das heißt also, nur er hat den Punkt bekommen. Ja? Ergo, das hier ist kein kompaktes, robustes Kraftpaket. Lass uns doch mal gucken. Also, ist es ein Kraftpaket? Ja, er ist stärker als der. Ist der robust? Ja, ich muss nicht mal drauf rumhauen, oder? Robust, robust, okay. Aber vor allem, ist der kompakt? Lass uns mal schauen. Ist der jetzt, wer ist denn breiter? Keiner von beiden. Na gut. Dann schauen wir mal, wer ist denn höher? Keiner von beiden. Aber kompakt heißt ja auch klein. Das heißt, der wird wahrscheinlich kleiner sein, oder? Also viele eine kleinere Bauform haben. Aber, Dewald ist ja auch kleiner. Was soll denn der Quatsch? Also das heißt also, wir haben hier ein kleines, kompaktes Kraftpaket. Wir haben hier ein kleines, kompaktes Kraftpaket und wie hat der den Punkt bekommen und der nicht? Versteht ihr langsam, was ich meine? Also ihr habt das, glaube ich, schon viel früher verstanden, aber was zum soll diese hier? Das kann man doch überhaupt nicht nachvollziehen. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Okay, also, haben wir einen Punkt bekommen für ein kleines, kompaktes Kraftpaket. Sei es drum. Dann haben wir eine angenehme Griffform. Kann ich verstehen, kann ich wirklich verstehen. Eine angenehme Griffform hat bekommen Dewald und Makita. So, warum? Also, warum? Ich könnte ja eine Sache verstehen, wenn ich mir die Griffe alle so angucke, der Griff ist gleich, der Griff ist zudem gleich, der hier ist relativ dick, also im Verhältnis zu allen anderen ist er relativ dick und der ist wieder sehr dünn. Das heißt doch, eigentlich müssten alle einen guten Punkt bekommen, außer der hier. Aber nee, die anderen haben keine angenehme Griffform. Wenn man jetzt sagt, okay, man möchte wirklich für sehr kleine Hände das rausstellen, dann wäre es relativ einfach. Dann müsste man ganz klar sagen, hier der Easy Drill, ja, würde dabei rauskommen und der Dewald. Die haben beide einen sehr, sehr, sehr geringen Umfang hier vom Griff. Ja, aber das wurde nicht bewertet, sondern bei dem hier wurde gesagt, eine angenehme Handhabung. Was heißt das denn jetzt bitte schon wieder? Was ist denn jetzt eine angenehme Handhabung? Ich handhabe dich jetzt hier angenehm. Okay. Du bist nicht angenehm in der Handhabung. So, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was das heißt. Ist nicht transparent, ist nicht erklärt. Aber nicht so wild. Jetzt kommen wir zu, was ich meinte mit einem Fiebertraum. Und zwar ist es so, dass der Makita einen ganz klaren, aber eindeutigen Pluspunkt bekommen hat. Und zwar wofür? Weil es kompatibel ist mit anderen Makita 10,8 Volt Geräten. Mhm. Die anderen sind nicht kompatibel mit Makita 10,8 Volt Geräten. Das glaube ich nicht, Tim. Dafür hat Makita jetzt einen Pluspunkt bekommen. Das heißt also, Makita bekommt einen Pluspunkt dafür, dass es zu anderen 12 Volt Geräten, also 10,8, 12 ist ja dasselbe, einen Vorteil hat. Jetzt ist es so, wir haben ja auch viele Makita 12 Volt Geräte, aber wir haben ja auch viele Dewald 12 Volt Geräte oder wir haben auch viele Bosch 12 Volt Geräte. Warum bekommen die denn keinen Punkt zum Beispiel dafür, dass sie selber kompatibel sind zu ihren eigenen Systemen? Nee, Einheit hat auch viele 12 Volt Geräte. Aber nur Makita bekommt den Punkt. Natürlich, das macht ja komplett Sinn. Okay, jetzt gucken wir uns aber auch mal die Negativpunkte an. Jetzt haben wir die ganzen Positivpunkte und ihr seht, ich werde auch noch eine Sache machen. Ich werde selber mal das Ganze einwinkeln, wie es Sinn machen würde. Okay, negativ. Auch richtig wild, geringe Leistung. Hat Metabo, der Gewinner der Herzen, der Komplettgewinner, der bekommt ein
Punkt für einen Punktabzug quasi oder einen Negativpunkt für, weil er hat ja Punkt 1, deswegen sage ich Gewinner der Herzen. Er hat ja hier einen Punktabzug bekommen für geringe Leistung und eine geringe Leistung hat noch bekommen Einhell und der hier auch. Und zwar der Einhell, der soll schwach sein, der hier soll auch schwach sein, hat ja nur einen Gang und der auch. Die hier sind also in einer Reihe. Das macht keinen Sinn. Weil der hier hat wirklich sehr wenig Kraft. Der hat nur 15 Newtonmeter und auch nur einen Gang. Ja, das ist ein Thema, gebe ich recht. Aber wenn du die hier in einer Reihe siehst, dann müssen die hier auf jeden Fall mit rein. Das macht gar keinen Sinn, sie rauszunehmen nochmal extra. Okay, dann haben wir bei Dewald sehr klar auch drinstehen, eine ruckelige Gangwahl. Also das hier ist ruckelig. Das ruckt aber ganz schön hier. Das ruckt eher an meinen Nerven. Ja, das ruckt an allem, aber nicht an der Gangwahl. Also das ist halt, ja, was man sagen muss, es ist ein Tick schwerer als die anderen, aber es ist genauso schwer wie Metabo. Also Metabo sieht vielleicht hier oben ein bisschen hübscher aus, aber man muss hier schon ordentlich Druck ausüben. Das ist hier bei Einhell anders. Bei Einhell kannst du das hier ganz, ja, sehr leicht ändern, aber okay, wir haben eine ruckelige Gangwahl, meinetwegen. Und jetzt kommt mein Punkt. Jetzt kommt mein Punkt. Jetzt geht es richtig los. Denn jetzt kommen wir zum Thema Überlastschutz. Und wir haben ja für euch keine Kosten und Mühen gescheut und haben geschaut, wer hat einen Überlastschutz und wer nicht. Und wir haben hier wirklich wieder mal Geräte kaputt gemacht. Überlastschutz wurde hier negativ bewertet bei Makita, bei Bosch und bei Bosch. Diese drei haben keinen Überlastschutz. Bei den drei Geräten hier, also wir machen es auch wirklich mal so, ja, die drei, ja, bei den drei wurde es nicht negativ bewertet, bei den drei wurde es negativ bewertet. Und jetzt muss ich sagen, ich verstehe die Welt nicht mehr, das Universum, ich verstehe nicht mehr meine Hosentasche, ich verstehe gar nichts. Was soll denn das? Weil, wir gehen jetzt mal den Test durch und wir fangen doch einfach mal genau bei Metabo an. Unser Metabo, wir haben hier kein Brushless-Gerät, auch wirklich ein sehr einfaches Gerät. Metabo hat ja auch richtig geniale Brushless-Akkuschrauber, die auch wirklich, wirklich gut sind. Hier haben wir aber das einfachste Gerät genommen, was es geht, und wir haben es getestet. Wir haben eine große Schraube genommen und haben geschraubt und haben geschraubt und haben geschraubt und haben gesagt, wir lassen nicht nach. Und was ist? Er hat keinen Überlastschutz. Er hat einfach keinen Überlastschutz. Sonst hätten wir ihn nicht zum Qualmen und zum Verkokeln gebracht. Denn eine Sache habe ich die ganze Zeit nicht gemacht. Ich habe die ganze Zeit hier nicht drauf gedrückt, weil hier ist Ende. Der ist nämlich festgebacken. Oh, der riecht auch schlecht. Ja, der riecht, weiß ich nicht, der riecht wie meine Füße nach einem langen Drehtag. Gar nicht schön. Ja, also das muss echt nicht sein. Der ist nämlich wirklich kaputt. Wir haben gedreht, oder beziehungsweise die Schrauben festgedreht und haben wirklich gesagt, wir wollen wissen, ob wir ihn kaputt bekommen. Und ja, wir haben ihn kaputt bekommen. Das heißt, er hat keinen Überlastschutz. Gerät Nummer 1. Bei dem hier keine Frage, der hat einen Überlastschutz. Wir haben das getestet. Das ist ein Brushless Motor, auch der einzige mit einem Brushless Motor, wofür man natürlich keinen Punkt vergibt. Ist ja egal. Aber der hat einen Überlastschutz, das heißt, den packen wir auf die andere Seite. Ja? So, jetzt haben wir unseren Einhell hier. Er hat einen Brushed Motor und hat theoretisch vielleicht keinen Überlastschutz, aber was war? Wir haben ihn versucht kaputt zu machen. Wir haben alles versucht, es ging nicht. Es war eher so, und das ist wirklich ein Negativpunkt, der Akku hier hat sehr schnell überhitzt. Es war wirklich so, dass wenn du 1, 2 Schrauben reingedreht hast, von den größeren, die wir haben, hat er sofort angefangen, in den Überlastschutz zu gehen und dann war Ende. Aber wir haben ihn nicht kaputt bekommen. Das heißt, theoretisch hat er ja Überlastschutz, keinen Überlastschutz, wir wissen es einfach nicht. So, also kommt hier zur Seite. Unser Makita, der als nicht, wurde bewertet mit keinem Überlastschutz, hat er nicht. Ja, sieht man hier eindeutig, er hat nicht nur, ja, er war die kleine Dampflok und hat hier uns mal gezeigt, wie schön was Verbranntes riecht. Wir sehen hier auch, der Akku ist übrigens voll, hier ist nichts mehr. Ja, hier dreht sich gar nichts mehr, ist festgebacken, also auch negativ. Okay, also das will ich hin. Kommen wir zu unserem Bosch. Der Bosch 12 Volt. Hier steht ja explizit drin, und das ist mir auch nochmal wichtig, weil bei dem hier kann man noch sagen, okay, hier hat der Akku aufgegeben und man weiß es nicht so richtig, aber fein. Bei dem hier haben wir ganz klar gesagt,
wir wollen ihn kaputt machen. Wir haben alles probiert, um diesen Akkuschrauber kaputt zu machen. Es hat nicht funktioniert. Wir haben ihn, der Akku war voll, der Akku war leer, der Akku war voll, alles war gar kein Problem. Wir haben geschraubt. Und er hat auch ab und zu abgeschaltet. Er wurde sehr heiß, irgendwann natürlich, wurde sehr heiß und dann hat er abgeschaltet. Das heißt, er hat einen Überlastschutz. Warte mal, was steht denn hier? Kein Überlastschutz bei Bosch. Verstehe ich nicht. Also, was denn nun? Weil es geht nicht, du kriegst den nicht kaputt, weil er hat einen Überlastschutz. Ich habe den schon so häufig gequält, schon so häufig versucht, irgendwie kaputt zu machen. Ich habe es noch nie geschafft. Also entweder hat er irgendwas anderes oder eine höhere Macht schützt ihn, aber auf jeden Fall kriegst du den nicht kaputt. So, weil das ist doch der realistische Test. Und wir haben die große Schraube genommen und immer wieder. Nein. Kommen wir zu unserem kleinen hier. Und hier steht drin, auch kein Überlastschutz, also negativ. Und was ist denn das Thema? Es ist, glaube ich, irrelevant, weil er hat nur 15 Newtonmeter. Du kriegst ihn nicht so weit gequält, dass du ihn zum Durchbrennen bekommst. Ja? Insofern, das hier auch irrelevant. Ergo, nur die beiden haben keinen Überlastschutz, der relevant ist für dich. Das heißt, teste doch bitte auch, oder man sollte den Test so bewerten, wie er richtig wäre, nur die beiden. Und dieser bin ich leider kaputt gegangen. Ja? Wir blenden nochmal hier rechts und links ein. Das sieht nicht schön aus. So, das heißt also, negativ wurde ihm das nicht angekreidet. Und jetzt frage ich euch, ja, ist das jetzt das richtige Ergebnis bei dem Test, dass er gewonnen hat? Ja, er hier Platz 2 ist. Dann kommen wir zu ihm. Dann hatten wir den Einhell und dann das und dann den. Und dann sage ich euch, nö, das hier ist der Bildtest, kompletter Quatsch. Ja? Ich habe das Ganze mal getestet, das ist mein Testergebnis und da sehen wir was ganz anderes. Ihr wisst, wie ich normalerweise teste. Ich sage eigentlich, ich nehme eine Schraube, teste, bis welcher Größe geht das Ganze, vergebe Punkte, mache das schon relativ fein und ja, granular. Heute machen wir das mal ein bisschen gröber, ja, kommen aber trotzdem auf ein Ergebnis. Wir gehen erstmal folgendermaßen ran. Ja, wir gehen einfach die Punkte durch und dann wirst du sehen, wir haben ein Gesamtergebnis auch für die einzelnen Akkuschrauber. Vielleicht machen wir es sogar so, dass wir hier einfach mal die Punkte oben drüber kurz mal einblenden. Vielleicht kriegen wir das hin. So, also, wir haben Akkulaufzeit. Für Akkulaufzeit bekommen alle hier einen Punkt, außer Einhell, weil Einhell relativ schnell aussteigt, weil der Akku sehr schnell heiß wird. Bekommen alle gleichzeitig einen Punkt. So, präzise Drehzahlregulierung, ja, war ja ein Thema, bekommen alle einen Punkt, weil es ist alles völlig okay. Dann haben wir die LED-Beleuchtung. Alle haben eine LED-Beleuchtung. Jetzt können wir aber noch mal feiner rangehen, das ist das, was ich hier dann mache. Einige können leuchten nach, einige leuchten nicht nach. Zum Beispiel hier bei Einhell ist es so, dass die LED, hier seht ihr, ja, die leuchtet nur, wenn man draufdrückt, leuchtet nicht nach. Bewerten wir jetzt einfach nicht, hat Bild ja auch nicht gemacht. So, solide Verarbeitung. Nee, das machen wir nicht. Es sind alle solide verarbeitet, hier geht nichts einfach so kaputt. Okay, geringes Gewicht. Was zum Teufel? Wir haben hier eine Schwankungsbreite von etwas mehr als 100 Gramm. Die haben alle ein geringes Gewicht. Da gibt es jetzt nichts Besonderes. Ja? Wechselaufsatz wird nicht bewertet. Das ist Quatsch. Ja? Also für geringes Gewicht bekommt einer einen Punkt. Wechselaufsatz bekommt keiner einen Punkt. Brushless. Das gab es vorher nicht. Und ganz klar, Brushless bekommt von mir einen Punkt. Und zwar der hier. Und zwar mindestens dafür muss er einen Punkt bekommen, der Dewald. Warum? Durch Brushless ist er effizienter. Wird erstens der Akku, nein nicht der Akku, sondern der Motor wird geschont. Der wird weniger schnell heiß und er ist effizienter und wir werden mehr schrauben können mit derselben Akkuladung. Also, da ein ganz kleiner Punkt. Kräftiger Motor bekommt jetzt einfach mal von mir, ja, bekommt er wieder nicht groß, alle bekommen hier auch einen Punkt, weil alle haben erstmal einen kräftigen Motor, außer der. Ja? Der bekommt keinen, weil der ist wirklich ein bisschen deutlich schwächer als die anderen. Dann haben wir das Thema sehr kräftig, also eine völlige komische Differenzierung, machen wir die nochmal extra. Dann robustes Kraftpaket, bewerten wir auch nicht nochmal extra, sondern angenehmer Griff und Handhabung. Bekommen wir jetzt einfach alle einen Punkt, weil alle sind angenehm und gut handhabbar. Dann kompatibel mit Makita, das ist wieder Quatsch, bewerten wir einfach mal nicht. Dann Überlastschutz. Wer hat einen Überlastschutz, beziehungsweise wen haben wir nicht kaputt bekommen? Die bekommen jeweils einen Punkt. Das heißt, wir bekommen hier einen Punkt, da einen Punkt, da einen Punkt und da einen Punkt. Und dann ist noch eine Sache wichtig, und zwar
2 Gänge. Ja, wer hat 2 Gänge? Weil der hier hat nur einen Gang, weil er so schwach ist und wirklich hier ja, nicht hin und her schalten kann. Du kannst also damit auch nicht schnell schrauben. Wenn wir jetzt mal alles zusammenzählen, haben wir ein komplett neues Ranking und müssten das Ganze folgendermaßen darstellen. Dewald gewinnt auf Platz 1 mit den meisten Punkten. Das macht ja auch total Sinn, weil es ist mit Abstand das beste Gerät von denen, die wir hier stehen haben. Auf Platz 2 haben wir Bosch mit dem 15er. Ja? Das macht ja auch total Sinn, weil der ist nicht kaputt gegangen, die beiden. Ja? Dann haben wir auf Platz 3 3 Geräte gleich, und zwar Einhell, machen wir es mal so, Einhell, Metabo und Makita. Und auf Platz 4 haben wir das Gerät. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen und sagen, für kaputt ziehen wir nochmal etwas ab, dann würde sich das Ganze nochmal etwas anders darstellen. Ja, dann könnten wir das noch ein bisschen weiter auseinanderziehen. Und ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Wenn ich jetzt nochmal den Nachlauf nehmen würde, oder was ist kompakt, oder. Und was ich auch merkwürdig finde, ist Folgendes. Wir haben ja als teuerstes Gerät hier den Makita mit 130 €. Für 130 € würde ich fast behaupten, dass wir für nur 10 € mehr von Metabo schon das Bosch-Gerät bekommen mit einem Akku. Würde ich behaupten. Das muss nicht ganz stimmen. Wir werden aber alle Geräte auch unten verlinken und da wirst du auch sehen, ob ich recht hatte oder nicht. Aber was wir hier sehen, ist, der Test ist kompletter Quatsch. Das macht keinen Sinn. Und auch so zu testen macht keinen Sinn. Das heißt für euch, glaubt keinen Quatsch. Überlegt euch genau, wie ist das Testergebnis. Und witzigerweise ist es so, wenn du nur die Tabelle nimmst auf der Seite und die einfach mal nebeneinander schreibst, merkst du schon, hier stimmt was nicht. Das ist kompletter Müll, ja, aus meiner Sicht. Schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare. Und auch wer hätte aus eurer Sicht gewonnen und was haltet ihr von solchen Tests und wie hätte man das viel besser testen können? Ihr wisst ja, wie wir das Ganze machen und ich denke mal, ihr habt auch gemerkt, ich habe hier niemanden aus irgendwelchen Gründen bevorzugt oder verschlechtert. Wenn wir jetzt die anderen Geräte noch dabei gehabt hätten, wie Works oder Black & Decker, dann würden die hier irgendwo auch mittendrin stehen, das ist völlig fein. Aber wenn wir testen, dann sollten wir das auch richtig machen.